und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld. Heute Update 99, das heißt, wir nähern uns den großen 3 Ziffern, dass wir dann dreistellig werden. Mal schauen, wann wir die 100er Episode machen, aber heute erstmal Thema Episode 99. Das letzte Mal, soweit ich mich hoffentlich noch richtig erinnere, hatten wir hier im Bahnhof weitergearbeitet und zwar hatten wir endlich diese Lücke dort hinten geschlossen, den Wartebereich gebaut. Mit ganz vielen neuen Figuren, endlich mal alles gefliest, hier oben noch ein bisschen Geländer fertig, um einfach nur erstmal zu schauen, wie das so mit der Galerie hier aussieht. Wir hatten auch hier das Diner ein bisschen angepasst, damit die Garnele nicht mehr hier so drüber hängt. Und ich bin immer noch sehr zufrieden damit, wie es aussieht. Und heute gehen wir nochmal hier in den Bahnhof. Und zwar, ich habe nicht so richtig Lust, weil ich immer noch nicht genau weiß, wie es werden wird, wie ich es bauen werde. Und ich glaube auch nicht, dass wir heute fertig werden. Aber wir gehen heute in diesen Bereich. Das heißt, das chinesische Restaurant wird heute endlich mal angefangen, also in dem Bereich. Ich habe absolut keinen Plan, wie genau ich das Ganze angehen werde, aber ich baue es heute mal. Ich fange heute mal an, vielleicht noch ein paar andere Sachen. Aber dieses Mal schauen, auch ein paar andere Sachen, läuft ja meistens darauf hinaus, dass ich keine Zeit mehr dafür habe. Aber wir bauen heute hier im chinesischen Restaurant und ich schaue jetzt einfach mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Bleibt dabei! So, wie schon sehr lange geplant, habe ich jetzt mal angefangen mit diesen Verkleidungen. Die bestehen ja aus diesen Zaunelementen, die ja auch in sehr vielen asiatisch angehauchten Sets von Lego genutzt werden. Wir haben die ja auch schon mal hier vorne eingebaut gehabt. Hier sieht man sie ein bisschen. Und die Idee ist, dass ich damit die Fenster von innen verkleide, einfach um hier ein bisschen einen asiatischeren Touch reinzubringen, sage ich mal. Anstatt das da hier sieht jetzt dann doch nicht so hübsch aus, wenn wir das davor haben. Sieht es auf jeden Fall deutlich besser aus. Und wenn wir jetzt mal von draußen reinschauen, sieht es hier später auch ganz nett aus, wenn da dann Licht rausgeht. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das hier am besten befestige. Wir brauchen 3 Stück davon, dann hier nochmal und hier nochmal. Das macht auf jeden Fall schon mal einen riesen Unterschied hier drin, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt, ich überlege mir jetzt mal, wie ich das hier am besten befestigen kann. Und ja, dann schauen wir mal, wie es hier drin weitergeht. So, ich habe jetzt einige Zeit hier herumgebastelt, bin jetzt zu dieser Konstruktion gekommen. Man muss sagen, hier oben ist ja dann schon bald das Dach. Das liegt ja dann ungefähr hier fast auf. Dann werden wir mal schauen, wie wir das machen. Hier ist die leicht abgewandelte Version dieses Einschubs. Und das kann ich jetzt hier hinten so reinschieben. Schließt ganz genau hier ab. Das ist schon mal eine super Sache. Hier oben wird es davon gehalten. Unten bauen wir uns gleich noch ein bisschen was, um das zu halten. Aber das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Auch mit diesen goldenen Roundbricks hier oben. Das sieht meiner Meinung nach ganz gut aus. Und sieht deutlich besser aus als das da drüben, meiner Meinung nach. Das ist halt eben so Standarddesign des Bahnhofs. Sieht man hier von draußen. Und so sieht das dann aus, wenn man hier reinschaut. Ich glaube, das ist eine super Lösung. Wir werden auf jeden Fall bald noch ein bisschen mit mehr Rot arbeiten. Aber hier im eigentlichen Fenster wollte ich jetzt nicht mit so viel Rot arbeiten, weil wir ja auch die weißen Wände behalten werden, damit es eben nicht klischeemäßig komplett rot wird. Aber das ist eine gute Idee, weil ich jetzt gleich in den anderen beiden Fenstern, denke ich, noch fortsetzen, wo ich mal schauen muss. Das wird hier fast ein bisschen knapp. Sollte aber, ich schau mal, ja, das sollte klappen, okay. Ich mache die anderen beiden Fenster noch und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Und damit sind alle 3 Fenster drin. Hier hinten haben wir jetzt den Vorteil, dass es eh schon durch die Außenwand fest fixiert ist an der Seite. Da müssen wir uns noch überlegen. Hier kommt ja gleich noch die offene Küche hin. Und da müssen wir auch noch eine Wand reinziehen. Aber grundsätzlich, finde ich, machen die Fenster jetzt schon mal einen riesen Unterschied. Es ist vom Flair her jetzt schon mal ganz anders, wenn man hier jetzt reinschaut. Gleich viel passender zum Thema des Restaurants. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich werde jetzt mal schauen, wie wir hier weitermachen und wohin der ganze Weg hier geht. Wir haben ja relativ viel Fläche fürs Restaurant. Da fällt uns auf jeden Fall noch was ein. Ich habe jetzt mal so ein bisschen hin und her gearbeitet und es sieht noch nicht viel aus, aber das ist jetzt so der Bereich, den ich denke für die kleine offene Küche. Hier kann man rausgehen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, den Eingang nach da hinten zu machen, damit man einfach hier vorne noch ein bisschen mehr zu sehen bekommt, wenn man hier vorne reinschaut. Und ja, Gold, dieses Dark Red ist ja die beiden Farben, die wir hier so benutzen, ist ja auch schon draußen benutzt. Und jetzt werde ich mal schauen, wie ich das jetzt hier weiter mache. Ich muss auch mal schauen, wie ich es mit den ganzen Sitzplätzen mache, die hier noch reinkommen. Aber grundsätzlich denke ich, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Und ich baue jetzt einfach mal weiter. Braun war auch eine Idee, würde ein bisschen mehr nach Holz aussehen. Aber das beißt sich meiner Meinung nach enorm mit diesem Dunkelroten. Das sieht nicht so gut aus. Ansonsten habe ich mir gedacht,
dass ich diese beiden Zaunelemente hier vielleicht einbaue, so am Eingang, einfach um hier ein bisschen Schutz für den eigentlichen Gastbereich zu erschaffen. Hier ist immer noch mit 4 Noppen genug Platz, um hier durchzulaufen, denke ich. Und das wäre jetzt die grobe Konstellation für die Tische. Da hinten kommen natürlich noch mehr hin. Ich habe jetzt nur nicht mehr weiße Stühle da, aber so grundsätzlich würde ich sagen, dass hier ein großer Tisch hinkommt, da hinten auch einer mit 5 Plätzen, hier so ein kleiner hier am Rand und hier auch ein bisschen vielleicht ein größerer, müssen wir mal schauen, ob wir den vielleicht noch ein bisschen vergrößern, damit auch hier alles hinpasst. Dann könnte man es vielleicht auch so machen vielleicht. Dann würde es, glaube ich, mit dem Stuhl noch passen und wir hätten hier vielleicht ein bisschen einen größeren Tisch und ich glaube, es ist auch von den Laufwegen noch okay für das Personal etc. Und wir hätten hier Platz zum Beispiel, um hier vielleicht eine kleine Familienfeier reinzubauen. Und ich glaube, so ist das ganz okay mit der Platzierung der Tische. Weg ist genug Platz, denke ich. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt weitermachen. Die Stuhlfarbe lasse ich, glaube ich, auf jeden Fall so beim Thema. Jetzt ist mir hier das Fenster verrutscht. Das müssen wir auch noch irgendwie fixieren. Also von der Seite wird es hier demnächst noch fixiert von innen durch die offene Küche. Mal schauen, ob wir es von vorne auch noch irgendwie fixieren. Ansonsten denke ich, dass das jetzt schon mal ein guter Anfang ist. Und ja, ich mache weiter. Wie ihr seht, habe ich jetzt nicht nur erstmal sowas Tischiges eingebaut, sondern auch die Stühle jetzt doch nochmal ausgetauscht gegen Reddish Brown. Ich hatte die weißen drin gelassen. Das passte dann doch im Endeffekt doch nicht ganz so gut. Ich glaube, es wird vielleicht besser, wenn wir auf dem Boden ein bisschen weiß einbauen, einfach um ein bisschen die Farbe auch wieder von den Wänden aufzunehmen. Und ich glaube, dass das mit den Tischen hier mit dem Gold, Reddish Brown und dem Dark Red doch ganz gut passt. Hier habe ich noch eine Figur hingesetzt mal zum Testen, wegen der Höhe. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Problem ist einzig, dass wir jetzt weniger braune Stühle haben, als ich weiß habe. Deshalb steht dahinter jetzt nur noch einer. Aber ich würde jetzt für heute eher erstmal nur hier vorne schauen, wie ich da gut vorankomme. Wie gesagt, ich hatte eh nicht vor, das chinesische Restaurant hier in einem Rutsch durchzubauen. Dafür fehlen mir die Steine, weil ich erstens auch nicht genau weiß, was ich genau vorhabe. Das ist ja auch jetzt hier alles nicht so geplant gewesen, auch wenn es ganz gut vorangeht, meiner Meinung nach. Aber ja, ich werde auch wieder auf euer Feedback warten. Und ja, ansonsten werde ich jetzt hier mal ein bisschen schauen, was ich mit dem Boden mache. Und dann müssen wir auch mal schauen, was wir mit den Tischen machen. Beleuchtung ist ein Thema, was wir erst in der nächsten Episode, denke ich, machen werden, weil wir dafür auch die Decke einziehen müssen. Und ja, das wird auch noch eine interessante Geschichte. Dazu muss ich auch erstmal schauen, wie das Ganze sich hier weiterentwickelt. Aber ich glaube, wir sind auch auf einem ganz guten Weg, auch mit der Farbwahl. So, ich bin ein bisschen weitergekommen. Ich habe den Boden gefliest in Dark Tan mit einem versetzten Muster. Es war ein bisschen schwierig, das hier ordentlich zu machen. Das ist auch unter den Tischen ganz ordentlich, zumindest optisch ordentlich. Ich habe nämlich nicht so viele von den 1x2er Teils, wie ich eigentlich bräuchte. Also haben wir da unten ein bisschen gebastelt, damit es einfach ordentlich ist. Teilweise ist es halt so, dass unter den Stühlen nur ein Stein als Verbindung ist und nicht irgendwie mehr, damit es einfach hübsch aussieht und gleichzeitig nicht so viele Steine verbraucht. Ich habe ein bisschen Grün eingebaut, einfach um auch ein bisschen Farbe noch reinzubringen. Aber ich finde, dass der Boden eigentlich ganz gut harmoniert mit dem restlichen Design. Die Wand hier ist noch ein bisschen leer, da muss ich mir was überlegen. Interessanterweise ist die weiße Wand gar nicht so schlimm. Könnte aber auch daran liegen, dass hier das Fenster drin ist. Ich habe mir jetzt noch was überlegt, wie ich das hier fixieren werde. Es ist zwar jetzt hier mit der Pflanze in der Richtung ein bisschen fixiert, aber ich glaube, dass ich da oben noch was ändern werde. Das werdet ihr gleich sehen. Und ansonsten glaube ich, dass das chinesische Restaurant an sich einen ganz guten Fortschritt macht. Ich werde jetzt nicht mehr großartig weiter nach hinten fließen für heute, weil mir einfach die halben Fliesen fehlen. Aber hier vorne und hier mit dem Anfang der Küche können wir, glaube ich, einen ganz guten Anfang machen, einfach um hier so ein bisschen Weg zu finden, wie das Ganze aussehen soll, welchen Style wir nehmen. Ich glaube, damit sind wir auf einem ganz guten Weg. Sieht nicht nach viel aus, aber ich habe hier oben das Ganze um jeweils eine Noppe nach außen gemacht. Dadurch konnte ich hier nochmal um die Ecke gehen mit diesen Round Bricks und dadurch wird das Ganze jetzt wirklich fixiert. Also ihr seht, es ist jetzt wirklich hier drin, obwohl es da hinten noch gar nicht fixiert ist. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Hat ein bisschen Zeit gedauert, deshalb werde ich jetzt auch da hinten jetzt nicht machen, weil wir da hinten ja heute eh nicht mehr viel machen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen schauen, ob ich hier mit der Küche was machen kann, vielleicht mit den Wänden. Und dann bringen wir noch ein paar Sachen auf die Tische, würde ich sagen.
Ja, also bis gleich. So, und damit wären wir, glaube ich, für heute fertig. Ich habe jetzt das Ganze hier noch ein bisschen hochgezogen. Man kann jetzt hier in die zukünftige Küche reinschauen. Hinten ist natürlich noch gar nichts drin. Ich habe ein bisschen was auf die Arbeitsfläche, sage ich mal, gestellt. Ansonsten da hinten werden dann noch einige Küchengeräte hinkommen. Mal schauen, wie genau wir das Ganze machen. Aber ich glaube, so sieht es auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ja. Ich denke, dass wir den Flair hier eingebaut haben, den ich haben wollte. Es fehlt natürlich noch einiges. Das liegt daran, dass mir zum einen die Steine ausgegangen sind, weil ich, wie gesagt, eben nicht genau wusste, wohin die Reise gehen soll. Die Teils hier sind erstmal vorübergehend einfach nur Aufkleber, die ich ausgedruckt habe, einfach mal um zu schauen, wie das Ganze aussehen könnte. Und ich bin auch ganz zufrieden. Also ich werde mir vielleicht bei Gelegenheit mal die richtigen Teils kaufen. Die Preise davon sind ja, wie gesagt, doch ganz happig. Aber ich finde doch, es wirkt ganz gut. Ich gehe mal ein bisschen mit euch zurück und ich muss sagen, doch, es sieht ganz gut aus. Wenn wir dann hier noch den Balken hochziehen und hier rüberziehen, so brauche ich aber noch ein paar von den 16er Techniksteinen, die sind unterwegs. Und auch hier alles hochziehen, glaube ich, wird das ganz gut aussehen. Auch wenn man dann noch nach hinten schauen kann. Man kann ja dann auch hinten durch die Küche durchschauen. Und ich glaube, das wird eine ganz schöne Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Update 99, endlich hier mit dem chinesischen Restaurant. Ich denke, dass wir hier auch endlich mal anfangen müssten, nach unten zu bauen, damit einfach mal hier die ganze Fläche zugemacht wird. Jedenfalls, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerne alles in die Kommentare, wie immer. Gerne auch bei Instagram vorbeischauen, unten in den Kommentaren. Wenn ihr das ganze Projekt finanziell unterstützen wollt, ist es kein Betteln, einfach nur eine Info. Findet ihr auch die Möglichkeit, hier Mitglied zu werden. Das ist einfach nur eine finanzielle Unterstützung. Dazu habe ich einiges im letzten Video gesagt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob das nächste Video schon das 100. Update sein wird. Da haben wir ja was Besonderes vor. Ansonsten sehen wir uns vielleicht erstmal in einem anderen Video. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Ich bin einfach überwältigt von allem und vielen Dank. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.